gibt viele Geschichten über die Erschaffung der Menschheit, doch eine davon ist dunkler als alle anderen. Als die Götter müde wurden, brauchten sie ein neues Wesen, um die Aufständischen zum Schweigen zu bringen. Sie gaben diesem Wesen einen Namen, den Menschen. Und hinter dieser Entscheidung stand nur eine einzige Gruppe, die Anunnaki. Doch arbeiteten unsere Schöpfer wirklich für uns oder wir für sie? Die Erde war noch jung, keine Städte, keine Erinnerung, keine Spuren menschlicher Geschichte. Doch am Himmel begann etwas zu erwachen. Die ältesten Tafeln erzählen, dass der erste Kosmos im zerbrechlichen Zwischenraum von Himmel und Erde entstand. Aus dieser Linie strömten jene Kräfte herab, die später das Schicksal der Menschheit bestimmen sollten. Man nannte sie Anunnaki, das Geschlecht, das aus den fernsten Höhen des Himmels stammt und die Ordnung der Welt formt. Doch dieser Name war mehr als ein Titel. Er war eine Warnung, denn diese Götter wirkten nicht wie Wesen voller Güte oder triumphaler Stärke. Sie schienen aus einer stillen, dunklen Autorität hervorgegangen zu sein. Weder näherten sie sich mit Liebe noch mit Kriegsgeschrei. Die Anunnaki interessierten sich nur für Ordnung. Wenn die Steine des Kosmos ins Wanken gerieten, waren sie die Ersten, die reagierten. Diese Geschichte reicht weiter zurück als jede bekannte Chronik, zurück in eine Zeit, in der nicht einmal die ersten Mauern Eridus standen. Während die sumerische Zivilisation erst Gestalt annahm, herrschte Anu, der Himmelsgott, im lautlosen Zentrum der göttlichen Ordnung. Die Menschheit existierte noch nicht. Weder Städte noch Gesetze noch Statuen waren erdacht worden. Auf den Tafeln wird Anu der Ferne genannt, so fern, dass schon das Hören seiner Stimme als Gnade galt. Wenn er sprach, bebte die Welt. Wenn er schwieg, erstarrte das Schicksal. Doch Anu regierte nicht allein. Aus seinem Geschlecht formte sich der Rat, der später den Namen Anunnaki tragen sollte. Zwischen Himmel, Erde und Unterwelt entstand ein unsichtbares Netz, das den Lauf der Welt bestimmte. Jeder Gott herrschte über ein Gebiet, eine Kraft, eine Natur. Doch die Quelle all ihrer Macht blieb dieselbe: Anus entfernte und unantastbare Autorität. Mit der Zeit nahm dieser Rat Gestalt an. Die ersten Priester, die an den Ufern Eridus lebten, blickten zum Himmel und suchten ihre Spuren. Sie wollten die Anunnaki nicht anbeten, sondern verstehen. Denn anders als die Götter anderer Völker standen sie den Menschen nicht nahe. Es gab keine Ahnenmythen, keine warmen Schutzgesten. Die Tafeln sind klar, sie sind die Entscheider. Ihre Beschlüsse bestimmten das Aufsteigen und Fallens ganzer Städte. Für die sumerischen Schreiber wandelten die Anunnaki nicht nur im Himmel, sondern auch im Schicksal der Menschen. Wenn ein König gekrönt wurde, galt das weniger als Wille des Volkes, sondern als stilles Zeichen aus dem Himmel. Wenn die Götter es nicht wollten, konnte keine Herrschaft Bestand haben. Über die Jahrhunderte veränderten sich ihre Rollen, je nachdem, wie die Reiche sich wandelten. Sumer wurde Akkad, die Namen wurden neu gedeutet, doch der Schatten der Anunnaki blieb. Sie waren das unsichtbare Rückgrat des Pantheons. Mal waren es viele, mal wenige, aber kein Zeitalter konnte sie völlig vergessen. Die Mythen berichten, sie waren ein Rad, nicht gleich, aber miteinander verbunden. Der Himmel an oberster Stelle, darunter die Erde und am tiefsten die Welt der Toten. Zwischen diesen drei Bereichen herrschte eine göttliche Balance. Ein Gott machte Gesetze, ein anderer wachte darüber. Einer rief den Krieg, ein anderer die Versöhnung. Jeder, der diese Ordnung störte, ob Gott oder Sterblicher, fiel aus dem Gefüge. Der Ursprung dieser Geschichte liegt genau in diesem Rad. Sie formten nicht nur den Kosmos, sie prägten das Schicksal der Erde, die Entstehung der Gesellschaften und den ewigen Sinnsucher namens Mensch. Die ersten Tempel, die aus den dunklen Sümpfen Mesopotamiens aufstiegen,
waren Echos dieser himmlischen Stille. Die Anunnaki wurden zuerst im Schweigen vernommen. Doch dieses Schweigen trug die Macht, die später ganze Zivilisationen erheben oder vernichten sollte. Als die stille Autorität des Himmels zur Erde hinabstieg, nahmen die Götter nach und nach ihre eigenen Bereiche ein. Die mesopotamischen Tafeln beschreiben diese göttliche Verteilung nicht nur als Mythos, sondern als Gesetz der Ordnung. Für die Menschen wirkte alles chaotisch, doch für die Anunnaki war das Universum eine Kette von Aufgaben, eingebettet in eine klar aufgeteilte Struktur. An der obersten Spitze dieser Kette stand Anu. Seine Ferne war ein Zeichen von Überlegenheit. Dass er sich nicht in weltliche Angelegenheiten einmischte, bedeutete, dass er selbst das Gesetz über der Welt war. Für die Menschen war Anu weniger eine Gestalt, als vielmehr eine unantastbare Kuppel, der Ursprung von allem, doch fast nie sichtbar. Die eigentliche Bewegung des himmlischen Rates entstand jedoch eine Stufe darunter, bei Anus Söhnen. Der mächtigste unter ihnen war Enlil, Herr des Windes, Stimme des Gebots und Vollstrecker des Schicksals. Auf den Tafeln wird Enlil nicht nur als Gott, sondern als Verkörperung der kosmischen Ordnung beschrieben. Er galt als Sturm, der das Schicksal der Menschen verändern konnte. Der heilige Ekur-Tempel in Nippur symbolisierte sein Gewicht auf Erden, Königtum, Aufstieg der Städte, Macht der Gesetze, all das schien Teil seines Willens zu sein. Doch selbst Enlils Entscheidungen standen einer anderen Kraft gegenüber. Enki, still, fließend und tief weise, Herr der Wasser, Hüter des verborgenen Wissens und jener Trickster, der gelegentlich die Regeln überschritt. In den Süßwassern unter Eridu wohnend, war Enki unter allen Anunnaki der menschenfreundlichste. Denn er gab nicht nur Befehle, er beugte die Regeln, wenn es notwendig war. Ihm verdankte die Menschheit die Rettung aus manchem Unheil und den Zugang zu manchen Geheimnissen. Enkis Weisheit war eine Kraft am Rand der Ordnung und genau das machte ihn unverzichtbar und zugleich gefährlich. Die unberechenbarste Gestalt des Rates war jedoch Inanna, eine Göttin, die die Leidenschaft der Liebe, die Anarchie des Krieges und die Unausweichlichkeit der Zerstörung in einem einzigen Körper vereinte. Sie herrschte über das Herz Uruks und konnte zugleich Quelle von Zärtlichkeit wie von Grausamkeit sein. Sie war nicht nur eine Stadtgöttin, sie war die Verkörperung der stärksten menschlichen Gefühle. Auf dem Schlachtfeld ein Sturm, in den Palästen verführerisch, vor den Toren des Himmels herausfordernd. Inanna konnte erheben und zerstören. Der feste Rhythmus des Himmels wurde vom Licht Utus bewahrt. Die Akkader nannten ihn Shamash, den Sonnengott, der nicht nur leuchtete, sondern sah, prüfte und richtete. Für die Menschen war selbst der tägliche Sonnenaufgang ein Zeichen seiner Gerechtigkeit. Er machte das Unsichtbare sichtbar und brachte das Verborgene ans Licht. Im silbernen Glanz des Mondes wandelte Nanna. Er bestimmte die Nacht, die Zeit und die Rhythmen. Anhand seiner Zyklen wurde gesät, gefeiert und geopfert. Er war der stille Führer des Himmels. Und unter all diesen Kräften stand Ninhursag, Ursprung der Erde und des Lebens, Geist der Berge und Gestalterin der ersten Menschen. Wenn ihr Name ausgesprochen wurde, dachten die Menschen nicht nur an Fruchtbarkeit, sondern an die Welt selbst. Denn das Leben war aus ihrem Boden geboren. So wurde der Rat der Anunnaki zu mehr als einer Hierarchie göttlicher Kräfte. Er wurde zum Abbild der Funktionsweise des Universums. Himmel, Erde, Unterwelt. Jeder Bereich von einem Gott gehalten, jeder Gott Träger seines eigenen Gesetzes. Diese Struktur prägte die mesopotamische Weltsicht. Naturereignisse waren keine Zufälle, sondern Entscheidungen des Himmels. Ein Sturm war Enlils Wille, ein Traum Nannas Flüstern, ein plötzlicher Gedanke Enkis Berührung. Die Götter waren nicht fern,
Doch sie waren den Menschen auch nicht gleich. Die Anunnaki formten nicht nur Ereignisse, sie formten Zivilisation. Die ersten Städte entstanden rund um ihre Tempel. Jede Statue, jedes Ritual, jedes Gebet war der Versuch, ein Stück der kosmischen Ordnung auf Erden zu bewahren. Und so begann das große Bild sichtbar zu werden. Die Anunnaki waren nicht nur Kinder des Himmels, sie waren die Kräfte, die das Schicksal der Welt trugen, die Zivilisation lenkten und die Grenzen des Menschen bestimmten. Doch der wahre Preis der Schöpfung war noch nicht ausgesprochen. Der eigentliche Bruch sollte erst noch kommen. Während die ersten Städte der Zivilisation emporstiegen, beobachtete der Rat der Götter nicht nur den Himmel, sondern auch die stille Last der Erde. Für die Götter war die Welt vollendet. Kanäle waren gezogen, Felder geordnet, Grenzen festgelegt. Doch jene, die diese Ordnung trugen, waren die Igigi, die jüngsten Glieder des göttlichen Geschlechts. Ihre Aufgabe war schwer. Nacht für Nacht gruben sie die Wasserläufe, legten die Fundamente der Städte und hielten mit ihrer Arbeit den kosmischen Plan der Götter am Leben. Mit der Zeit aber wurde diese Last unerträglich. Die Tafeln berichten von jener Nacht, in der die Igigi ihre Werkzeuge niederlegten und Enlils Wohnstätte umzingelten und selbst der Himmel verstummte. Es war ein Aufstand, doch keiner wie ihn Menschen entfesseln. Es war der Ausbruch einer kosmischen Unruhe, der erste Riss im Gefüge der Ordnung. Enlils Zorn war tief. Das System, das die Arbeit der Götter trug, war zusammengebrochen und dieses Chaos musste einen Preis haben. An diesem Punkt trat Enki hervor. Während die Götter von oben herab nach einer Lösung suchten, beugte sich Enki zur Erde hinab. Der Lehm der Welt, das Gedächtnis des Wassers und das vergossene Blut eines geopferten Gottes. Aus diesen drei Elementen sollte ein neues Wesen entstehen. Nicht ganz göttlich, nicht ganz irdisch. Ein Mittelding, ein Arbeiter, ein Diener. Die Mythen erzählen die Geburt des Menschen nicht als Geschenk, sondern als Notwendigkeit. Der Mensch wurde geschaffen, damit die Götter Ruhe finden konnten. Mit seinem ersten Atemzug empfing er keine Freiheit, sondern eine Aufgabe, die Erde zu bearbeiten, Tempel zu errichten und den göttlichen Plan aufrechtzuerhalten. Die Menschheit wurde in eine Pflicht hineingeboren, doch in dieser Schöpfung lag etwas verborgen, das die Götter nicht vorausgesehen hatten. Der göttliche Funke, der sich mit dem Lehmboden vermischte, hinterließ einen Restbewusstsein, eine Glut, die später zu Wissen, Bewegung und sogar Auflehnung werden konnte. Die Götter wollten ein Geschöpf ohne eigenen Willen, doch das Ergebnis war ein Wesen, das sowohl arbeitet als auch fragt, das gehorcht und gleichzeitig träumt. So wurde der Mensch stärker, als die Götter es wünschten, und schwächer, als er selbst es ahnte. Mit der wachsenden Zahl der Menschen wuchsen auch die Städte, die Tempel vervielfachten sich, Rituale wurden festgelegt. Doch mit all dem kam etwas, das die Götter nicht ertragen konnten: Lärm. Der Lärm der Menschen, wie die Tafeln sagen, war mehr als bloßer Klang. Es war die überschäumende Energie eines lebenden Volkes, arbeitend, gebärend, feiernd, kämpfend. Dieser Rhythmus wurde so laut, dass er Enlils Geduld erschütterte. Denn für die Götter war Stille ein heiliges Zeichen. In der Stille wurde entschieden. In der Stille wurde Schicksal festgelegt. Der Lärm hingegen war Störung, Gefahr, ein Bruch in der kosmischen Ordnung. Deshalb traf Enlil eine radikale Entscheidung. Die Menschheit sollte ausgelöscht werden. Als der Götterrat zustimmte, hatte die Vorbereitung der großen Flut bereits begonnen. Es war nicht nur ein Gericht, es war der Ausdruck göttlicher Ungeduld mit der eigenen Schöpfung. Ein Versuch, den Fehler im System zu löschen. Doch wie immer erhob sich ein Gegenklang. Enki. Er wollte die vollständige Auslöschung nicht akzeptieren.
Obwohl er an göttliche Gesetze gebunden war, fand er einen Weg, sie zu umgehen. Er sprach heimlich zu Atrahasis. Ein Schiff müsse gebaut werden, die Muster des Lebens hineingebracht, der Sturm abgewartet werden. Damit wurde Enki zum einzigen, der die Menschheit vor dem Beschluss der Götter schützte. Der Riss im Rat der Anunnaki war sichtbar geworden. Als die Flut kam, verdunkelte sich der Himmel. Die Winde schrien, die Erde versank, der Lärm der Menschen verstummte, die Stille kehrte zurück. Doch in dieser Stille fanden die Götter keinen Frieden. Denn mit dem Verschwinden des Lebens verschwanden auch Tempel, Opfer und Rituale, die Energie, die die Götter nährte. Erst da begriffen sie, dass sie den Menschen brauchten. Nach der Flut durften die Überlebenden weitermachen, aber die Welt war nicht mehr dieselbe. Das menschliche Leben wurde verkürzt. Krankheit breitete sich aus. Die Fruchtbarkeit der Felder wurde begrenzt. Es war ein Kontrollmechanismus und eine ewige Erinnerung an den Zorn der Götter. Die Menschheit überlebte, doch sie war nicht frei. Der Zweck ihrer Schöpfung lag weiterhin schwer auf ihr, für die Ordnung der Götter zu leben. Doch mit der Zeit begann der Mensch zu hinterfragen. Und diese Fragen sollten einen Bruch herbeiführen, den selbst die Anunnaki nicht vorhersehen konnten. Als sich die Wasser der Flut zurückzogen, war die Welt nicht mehr wiederzuerkennen. Die Städte der früheren Zeitalter lagen unter Schichten aus Schlamm. Die Steine der Tempel waren zerstreut und die Menschheit stand an der Schwelle eines Neubeginns. Doch dieser Neubeginn war kein Schritt in die Freiheit, sondern der Anfang eines eingeschränkten Lebens. Für die Götter war die Flut nicht nur Strafe, sondern eine Säuberung. Die Überlebenden sollten fortan in einem strengeren, kontrollierten System existieren. Ihre Stimmen sollten leiser, ihr Leben kürzer, ihre Kraft begrenzt sein. Dieser Kontrollwille war das Ergebnis einer grundlegenden Einsicht der Anunnaki. Der Mensch war nicht länger nur eine Arbeitskraft. Er war ein Wesen, das beobachtet, gelenkt und vom Wissen ferngehalten werden musste. Denn die Zeit vor der Flut hatte gezeigt, der Mensch lernt, er sammelt, er träumt. Und manche dieser Träume standen im Konflikt mit der göttlichen Ordnung. Darum wurde Wissen nach der Flut zum kostbarsten Besitz der Götter. Sie gaben nur das Preis, was unbedingt nötig war. Wohl dosiert, sorgfältig ausgewählt. Und genau hier traten die Wächter auf den Plan, die Apkallu. Die Apkallu waren vor der Flut jene halbgöttlichen Wesen, die der Menschheit Weisheit brachten. Sie ordneten Städte, formten Rituale, gaben den Kalender und die Grundlagen der Zivilisation. Doch nach der Flut veränderte sich ihre Rolle. Weisheit wurde zu einer Macht, die begrenzt werden musste. Zu viel Wissen hätte den Menschen den Göttern zu sehr angenähert. Und das bedrohte die ohnehin brüchige Ordnung. So erzählen einige Mythen, dass die Apkallu nach der Flut aus der Welt verschwanden, dass sie in die Tiefen zurückkehrten, dass sie sich in halb Fisch, halb menschenartige Geister verwandelten. Wie auch immer, ihr offenes Lehren endete. Die Menschheit sollte ihren Weg finden, aber ohne die Grenze zu überschreiten. Dennoch zogen sich die Götter nicht vollständig zurück. Manche Geschichten berichten, dass sie die Tempel besuchten, mit Priestern sprachen oder durch Symbole Entscheidungen lenkten. Enlils Wille bestimmte weiterhin das Schicksal der Städte. Enkis Weisheit berührte Flüsse, Felder und menschliche Intuition. Inannas Einfluss lebte in jedem Krieg, jeder Leidenschaft. Sie waren nicht weit entfernt, aber sie wandelten nicht länger sichtbar unter den Menschen. Die Schrift wurde das wichtigste Werkzeug göttlicher Macht. Tontafeln dienten nicht nur der Erinnerung, sie regelten Gesetze, Rituale, herrschereinlichen Herrschaft. Was in Ton gedrückt wurde, galt als Wille der Götter. Die Schreiber wurden zu den unsichtbaren Architekten der Welt. Jene, die göttliche Befehle interpretierten, formten und, wenn nötig, neu definierten.
Auch die Könige erhielten eine neue Bedeutung. Nach der Flut war Königtum keine politische Struktur, sondern ein heiliges Amt. Ein König galt nur dann als legitim, wenn er göttliche Zustimmung trug. Einige Städte glaubten, Enlil wähle die Herrscher, andere schrieben die Wahl Inanna zu. Ohne göttliches Mandat war kein Dekret gültig. Doch diese himmlische Autorität hatte einen Preis. Der König war Sprachrohr der Götter und jeder Fehler wurde als Störung der göttlichen Ordnung gewertet. Kam eine Dürre, breitete sich Krankheit aus oder drohte ein Krieg, so suchte das Volk nicht die Schuld beim Herrscher, sondern bei der kosmischen Harmonie. Wenn die Verbindung zu den Göttern schwankte, war der Thron der erste Ort, der bebte. Die Welt nach der Flut war ein fragiles, bewusst konserviertes System. Die Bindung zwischen Göttern und Menschen bestand nun aus Rauchopfern, Hymnen, Gebeten und Gaben. Tempel wurden neu errichtet, Rituale kehrten zurück. Jede Stadt diente ihrem eigenen Gott, doch alle wussten, dass sie nur Teile eines größeren, unsichtbaren Gefüges waren. Und jedes Gefüge trägt den Keim seines zukünftigen Bruchs. Die Anunnaki waren keine Gestalten mehr, die vom Himmel herabstiegen, aber ihre Spuren blieben überall, in königlichen Siegeln, in Priestergesängen, am Rand der Tontafeln, in den Grundrissen der Städte. Und unter all dem blieb eine Frage bestehen. Leise, aber unvergessen, war der Mensch wirklich frei? Oder lebte er noch immer in einer Geschichte, die von jener alten, trotz der Flut überlebten göttlichen Ordnung gelenkt wurde? Die Zeit verschlingt selbst die größten Reiche, leise, geduldig, unerbittlich. Städte steigen auf und fallen, Macht wechselt die Hände und selbst die Namen der Götter können im Staub verschwinden. Als die Städte Mesopotamiens nacheinander zu Trümmern wurden, zogen sich auch die Anunnaki langsam in die Schatten zurück. Ihre Tempel zerfielen, ihre Statuen zerbrachen, die Stimmen ihrer Priester verstummten. Doch der Tod eines Gottes geschieht nicht, wenn sein Name vergessen wird. Ein Gott stirbt erst dann wirklich, wenn die letzte Geschichte über ihn verschwindet. Darum wurde die Schrift für die Anunnaki zugleich ihre Rettung und ihr Fluch. Die Tontafeln zerbrachen, aber sie verschwanden nie ganz. Jede neue Dynastie, jede neue politische Macht passte die Geschichten der Götter ihren eigenen Interessen an. Alte Götter erhielten neue Titel, Rollen wurden verschoben, einige wurden erhoben, andere absichtlich verdrängt. Mit dem Aufstieg Babylons wurde Marduk zum König der Götter erklärt. Als Assyrien dominierte, wurde derselbe Titel Aschur zugesprochen. Ein Teil der Anunnaki ging in diesen neuen Gottheiten auf, ein anderer Teil wurde in die stillen Schichten der Unterwelt verbannt. Niemand rief ihren Namen mehr, niemand berührte ihre Statuen. Doch das war kein Ende, es war nur eine Verwandlung. Die Menschheit formte ihre Götter immer neu, je nachdem, was sie gerade brauchte. So wurden die Anunnaki, einst Schöpfer des Menschen, Lenker der Königreiche, Entfessler der Flut, zu bloßen Schatten in zerbrochenen Gebeten, halb erhaltenen Mythen und alten Hymnen. Es schien, als wären sie aus der Welt verschwunden, aber nicht vollständig, denn manche Namen klammern sich an die Dunkelheit und lassen sich nicht löschen. Dann geschah etwas Unerwartetes. Jahrtausende später in der Moderne begannen Menschen, die alten Tafeln zu entziffern. Die Keilschrift, einst ein Geheimnis, öffnete ihre Türen und aus den Symbolen stieg der Name der Anunnaki wieder hervor. Wie ein Echo aus einer vergessenen Zeit entfachte er Neugier und eine gefährliche Frage. Waren diese Götter tatsächlich nur Mythos oder Bruchstücke einer viel größeren, viel älteren Angst? Diese Leerstelle füllte die moderne Welt mit ihrer eigenen Fantasie.
In den 1970ern veröffentlichte Zecharia Sitchin ein Buch, das die sumerischen Texte neu zu interpretieren versprach. Wissenschaftlich nicht haltbar, aber ungeheuer einflussreich. Nach seiner Theorie waren die Anunnaki keine Götter, sondern Wesen von einem anderen Stern. Sie hätten die Menschheit für ihre eigenen Zwecke erschaffen, die Königreiche gelenkt und die Erde später verlassen. Es war eher Mythologie als Wissenschaft, doch es traf den Nerv der modernen Ängste. Millionen Menschen griffen diese Idee auf. Von da an erhielten die Anunnaki ein neues Leben. Sie tauchten in archäologischen Diskussionen, in Verschwörungstheorien, in Romanen, Serien und Internetforen auf. Die alten Götter der Tafeln verwandelten sich in den Augen der Moderne in kosmische Architekten, urzeitliche Manipulatoren, unsichtbare Beobachter. Ganz gleich, was sie einst waren, ihr Bedeutungsraum wuchs. Sie siedelten sich in einem dunklen Winkel des menschlichen Geistes an. Denn die Menschheit stellte immer noch dieselbe Frage: Existieren wir wirklich aus eigener Kraft oder sind wir Teil eines schon längst geschriebenen Plans? Genau diese Frage verleiht den Anunnaki heute ihre größte Macht. Einst formten sie Königreiche, ließen Fluten entstehen, erschufen den Menschen selbst. Jetzt sind sie zurück, nicht in Tempeln, sondern in Gedanken, in Ängsten, in den Lücken unseres Wissens. Während Archäologen die Erde durchwühlen, um ihre Statuen zu finden, platzieren moderne Interpretationen ihre Schatten in die Strukturen unserer heutigen Welt. Denn jede Epoche erschafft ihre eigenen Anunnaki. Die Alten sahen in ihnen Himmelsgötter, die Moderne sieht in ihnen die Metapher eines unsichtbaren Systems, einer verborgenen Ordnung. Doch die Geschichte bleibt flexibel. Ein Gott stirbt nicht, wenn er vergessen wird. Er wird nur neu benannt, neu interpretiert und kehrt mit einem anderen Gesicht zurück. Auch die Anunnaki lebten auf diese Weise weiter. Sie verschwanden und wurden an anderer Stelle wiedergeboren. Und selbst heute ist ihre Geschichte nicht zu Ende. Denn einst hatten diese Wesen, die angeblich die Menschheit erschufen, selbst eine Frage, die sie nicht losließ. Sind wir wirklich die Autoren unserer eigenen Geschichte oder nur Figuren in einem längst geschriebenen Drama? Einst warfen die Anunnaki Schatten über die Städte. Heute fallen ihre Schatten auf unseren Geist. Glaubt ihr, dass die Anunnaki noch immer Einfluss auf die Menschheit haben? Lasst es uns in den Kommentaren diskutieren.